Können Sie Hieroglyphen lesen? Verstehen Sie, was in dieser geheimnisvollen Bildersprache geschrieben steht? Ab wann verstand man eigentlich diese Bildersprache? Wer hat sich als erster mit den Hieroglyphen beschäftigt? Vor 200 Jahren, genau am 27. September 1822, gab Jean-François Champollion seine revolutionären Forschungsergebnisse vor einem illustren Publikum zum Besten. Champollion stellte seine Forschungserkenntnisse in der Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres vor. Diese war nicht ganz unumstritten zu seiner Zeit. Aber worauf fußten seine Erkenntnisse? Was hat dazu geführt, dass es endlich möglich war, die Hieroglyphen zu entziffern? 1799 wurden von den napoleonischen Truppen der Stein von Rosetta gefunden. Auf diesem Stein, es handelt sich um ein Fragment einer ägyptischen Stele, ist in 3 verschiedenen Sprachen derselbe Text wiedergegeben. Und so konnte man endlich das Geheimnis der Hieroglyphen entziffern. Schon kurz nachdem man die Hieroglyphen nicht mehr als Schrift verwendete, konnte man sie auch nicht mehr verstehen. Deswegen hat man sich schon sehr früh damit auseinandergesetzt, was denn diese geheimnisvolle, mysteriöse Bilderschrift bedeuten sollte. So hat Horapollyum schon im 5. Jahrhundert nach Christus versucht, sich dieser geheimnisvollen Schrift anzunehmen. Er wollte diese entziffern. Er hat in einem umfangreichen Werk über 180 dieser Bildzeichen beschrieben und war auch schon bei 13 zumindest nicht ganz falsch. Er konnte diese wirklich richtig entziffern. Der Text wurde natürlich nicht wirklich ernst genommen, weil eben die wissenschaftliche Basis fehlte, aber er hat doch lange Zeit dazu gedient, sich mit dieser Bildersprache zu befassen. So kam zum Beispiel ein Exemplar dieses ins Lateinische übersetzten Horapollyon-Textes im 15. Jahrhundert nach Florenz. Die Humanisten waren begeistert, denn damit könnten sie vielleicht endlich die prachtvollen Monumente, die sie in Rom hatten, lesen, entziffern, die Hieroglyphen, die darauf abgebildet waren, endlich verstehen. Abgesehen davon träumten sie immer noch davon, eine universelle Bildsprache zu finden, eine Sprache, die königlich ist, die ja göttlich interpretiert wurde und so auch als Werkzeug dienen könnte, eine universelle Bildersprache zu sein. Sie wollten zurückfinden zu den Hieroglyphen. Sie wollten die Hieroglyphen auch für sich verwenden und in Anspruch nehmen. Eine kleine Handschrift, die sich in der British Library befindet, ungefähr vom Anfang des 16. Jahrhunderts, befasst sich auch mit der Entzifferung der Hieroglyphen. Es handelt sich um einen Text, der sich vor allem am Text von Horapollyon orientiert, eine geraffte Variante, die ein paar der Bildzeichen beschreibt und auch illustriert. Nun war es aber so, dass das Original, das zur Verfügung stand, eine reine Texthandschrift war. Das heißt, die Horapollyon-Übersetzung war nur Text, keine Bilder. Also mussten sich die Leute, die diese Handschrift illustrierten, doch etwas einfallen lassen. Diese Handschrift von 1507, vermutlich von einem italienischen Humanisten mit Namen Alberici verfasst, versuchte in 57 Bildbeschreibungen mit Randillustrationen die Hieroglyphen einerseits zu entziffern, wiederzubeleben, aber gibt uns auch wunderschöne Bildseiten zur Verwendung dieser prachtvollen Bildersprache wieder. Eine große Inspirationsquelle war einer der berühmten höfischen Renaissance-Romane, die Hypnotomachia Polyphili. Ein Druck, der sehr populär war und auf dessen Bildseiten auf einigen Seiten auch Hieroglyphen zu sehen waren. 57 Begriffe werden detailliert beschrieben und dann noch mit kleinen Randzeichnungen illustriert. Zwischendurch sind auch noch wunderschöne Miniaturseiten eingestreut, die zur näheren Erklärung der Begriffe dienen sollten. Aber gehen wir zurück zu einem der Beispiele, die uns Alberici bietet, um eine wunderschöne Tafel mit Hieroglyphen eines Königs würdig beschriften zu können. Auf einer wunderschön hinterlegten blauen Bildseite sehen wir eindeutig den Bezug und die Inspiration in der Hypnotomachia Polyphili. Sie sehen die gleichen Symbole im Druck, finden Sie auch bei unserer kleinen Handschrift wieder. Aber nun wollen wir mal versuchen, dieses Bild etwas zu entziffern. Ganz klar sind die Bezüge zu den vorgenannten Begriffen zu sehen. Wir finden hier zum Beispiel das erste Symbol für Vita, Leben. Dann sehen wir als zweites die Krone, Rex.
Und dann sehen wir den Kreis als Symbol für die Unendlichkeit, Semper. Das Ganze ist unten auch nochmal auf Lateinisch übersetzt, um dem Leser zu helfen, die Bilderschrift zu entziffern. Es steht hier: Vivat Rex per aeterna saeculae. Das heißt, lebe der König lange und für ewige Zeiten. Und im Anschluss daran finden wir noch ein Lob an den König als Hüter des Rechtes und als Beschützer und Behüter des Friedens. So sehen wir hier in einer universellen Bildersprache zu lesen: Lang lebe der König, er ist ein gerechter Herrscher und Hüter des Friedens. Eine prachtvolle, aber auch fantasievolle Ausführung dieser Bildersprache, ein Traum der Humanisten und doch der Versuch, wieder zurückzufinden zu dieser geheimen, mysteriösen, göttlich gewerteten Bildersprache, die eines Königs gerecht gewesen wäre. Am Beispiel dieser kleinen Handschrift sehen wir, wie mysteriös, wie interessant, wie magisch diese Hieroglyphen über Jahrhunderte lang die Menschen fasziniert haben. Nicht nur durch das Mysterium ihrer Nichtverständlichkeit, sondern auch durch ihre wunderschöne Ästhetik. Die Humanisten, die Renaissance-Künstler versuchten diese Sprache für sich wiederzufinden und, nachdem ihnen ein hoher Stellenwert zugeschrieben wurde und immer in Verbindung mit dem Mysteriösen, mit dem Königlichen, mit dem Göttlichen stand, wollte man diese Schrift für die Herrscher nutzen können. An dieser kleinen Handschrift sehen wir, wie schön dieser Traum gewesen wäre, diese Schrift für Inschriften zu nutzen, aber auch der Versuch, wieder all die wunderschönen Obelisken, die zum Beispiel in Rom stehen, entziffern zu können. Erst 1822 war es dann aber möglich, wirklich zu verstehen, was die Hieroglyphen bedeuten. Dank Champollion sind wir heute in der Lage, die Hieroglyphen lesen zu können, diese wunderschöne Bildersprache entziffern zu können. In diesem Jahr sind auch große Ausstellungen diesem Thema gewidmet, denn es war doch nicht unbeträchtlich von großer Bedeutung, dass man endlich verstand, was denn da an diesen prachtvollen Tempelwänden geschrieben stand. Darf man nicht vergessen, dass diese wunderschöne Bildersprache in Nubien und Ägypten vom 4. vorchristlichen Jahrtausend bis ins 4. nachchristliche Jahrhundert die verwendete Sprache war. Natürlich nur von ein paar Ausgewählten, die in der Lage waren, diese Schrift zu schreiben und sie auch lesen zu können. Kurz nach ihrem Gebrauch geriet sie in Vergessenheit und es hat uns lange Zeit gekostet, dass wir endlich wieder verstehen konnten, was diese Bildersprache uns sagen wollte. Der Traum der Humanisten jedoch, eine Bildersprache dieser Art oder sogar die Hieroglyphen selber als universelle Bildsprache, als universelle Sprache, die unter den einzelnen Kulturen und Nationen eine Verständigung ermöglicht, nutzen zu können, ging leider nicht in Erfüllung. Es wäre ein schöner Traum gewesen, aber es blieb eben nur ein Traum. Viele Themen, die aktuellen Bezug zu unserer Zeit haben, finden Sie auf Medieval Art Stories näher erläutert und ausgeführt. Zusammenhänge, die Ihnen vielleicht bis dahin noch nicht so bewusst waren. Hintergründe, die Sie vielleicht noch nicht so kannten. Wenn Sie mehr wissen wollen und wenn Sie auch unsere Aktualität im Zusammenhang mit der Vergangenheit besser verstehen wollen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie Medieval Art Stories abonnieren. So sind Sie immer am Laufenden über aktuelle Events und auch über Zusammenhänge, Jubiläen und diverse Hintergründe zur Geschichte und zur Aktualität. Medieval Art Stories. Wir freuen uns auf Sie.